Hallo Leute, ich bin's Tobias und ich habe mich heute hier mal hingesetzt mit meinem neuen Metro Blade GM, um ein neues Sliding-Video für euch zu machen. Was grundsätzlich ist erstmal vorneweg, weil ein paar Leute gefragt haben zum Setting, um am besten Slides zu üben. Meiner Meinung nach sollten die Rollen mindestens eine Härte haben von 85A und natürlich drüber. Eignet sich alles perfekt zum Sliden. Alles was drunter ist geht auch, wird aber deutlich schwerer und ihr merkt, dass ihr beim Slide öfter stoppt. Also nehmt Rollen mit 85A Härte. Große Rollen vom Durchmesser her gehen noch besser zum Sliden, also 80 mm aufwärts. Ich selber slide jetzt hier gerade 80 mm mit 85A Härte. Das sind die Standardrollen beim Metro Blade GM, die da dabei sind. Funktioniert wunderbar, müssen ein bisschen eingefahren werden, aber läuft. Zieht bitte beim Sliden auch Protection Wear an. Also ich selber habe hier Knieschützer von Inui. Ja, wie gesagt, meinen obligatorischen Wristguard an der rechten Hand, weil hier ist das Handgelenk ein bisschen kaputt. Wenn ihr könnt, Bumper Pants. Ein Helm ist zu empfehlen beim Parallel Slide vor allem, weil ihr öfter mal zur Seite rutscht und dann eben mit der Wucht auch mal auf den Hinterkopf fallen könnt. Also tragt Schutzausrüstung beim Üben. Wenn ihr noch keine Pros seid, ist es echt angesagt. Ja, also viele hatten gefragt nach einer schnellen Möglichkeit zu bremsen. Auf gerader Strecke, auf engen Fahrradwegen gibt es für mich persönlich eigentlich nur einen Notstopp und das ist der Power Stop. Das hat der Herr Stoppard schon mal behandelt im Video, kann ich euch unten verlinken. Der ist im Prinzip wie der Power Slide, nur dass er ihn aus einer fließenden, rollenden Bewegung macht und nicht einspringt mit einem 180. Das zeige ich euch dann nochmal langsam. Der Parallel Slide oder auch Hockey Stop ist da ein bisschen anders gestrickt. Also der ist meiner Meinung nach auch zu kompliziert, um als Notstopp eingesetzt zu werden, weil der Sweet Spot, wo man eben slidet und eine sichere Körperhaltung hat, nur ein paar Zentimeter beträgt. Im Prinzip ist die Basis für den Parallel Slide, für den Hockey Stop, dass ihr auf beiden Kanten beim Skate, also sowohl der Außenkante als auch der Innenkante, sicher enge Kurven fahren könnt. Ihr könnt so ein, zwei Grundübungen machen für den Parallel Slide. Zum einen enge Kurven fahren. Und ihr fahrt einfach so enge Kurven wie ihr könnt und verändert den Winkel immer steiler, bis euch irgendwann der äußere Fuß ausbricht und anfängt zu sliden. Ihr steht dann immer noch sicher auf dem inneren Bein. Aber das ist so die erste Grundübung, die man machen kann, um den Parallel Slide erstmal vorzubereiten. Die zweite Übung wäre dann eben im Prinzip auch wieder enge Kurven fahren, aber als Kanadier. Sprich, der innere Fuß der Kurve, die ihr fahren wollt, liegt beim Kanadier vorn. Also der ist vor dem Fuß. So. Und dann fahrt ihr auch wieder so ganz enge Kurven, verändert wieder den Winkel und dann merkt ihr schon, dass der vordere Fuß dann auf der äußeren Kante der Rollen anfängt zu sliden. Und dann habt ihr so ein bisschen ein Gefühl für beide Seiten der Rollen, wie es sich anfühlt, wenn sie rutschen. Ja, wenn ihr das geschafft habt, wie gesagt, ich zeige euch das alles nochmal im Stehen und langsam. Wenn ihr das geschafft habt, dann könnt ihr euch eine Art Hilfslinie machen, ob das mit einer Kreide ist oder mit Hütchen ist oder ja, oder irgendein paar Äste oder Steine, die ihr euch hinlegt, ist völlig egal. Einfach irgendwas Optisches, dass ihr eure Fahrlinie seht. Und dann fahrt ihr um die Hindernisse oder um die Linie drumherum eine Kurve. Wenn ihr das ohne Probleme schafft, macht ihr die Kurve steiler, fahrt wieder drumherum. Und immer so weiter, bis ihr einen Kurvenwinkel habt, in dem ihr im Grunde eigentlich nichts weiter tun könnt, als euch umzudrehen oder eben einen Parallel Slide zu machen. Okay, ich zeige euch jetzt nochmal beide Slides bzw. beide Stops so ein bisschen vom Körperaufbau her. Wie gesagt, heute Parallel Slide und Power Stop, weil ich meine, dass die beiden zusammengehören. Also wenn ihr gut seid, macht ihr erstmal den Power Stop, übt den erstmal. Wenn ihr den drin habt, könnt ihr zum Parallel Slide übergehen.
Wie gesagt, Parallel Slide bietet sich eigentlich nicht an für schnelle Stops, wo wenig Platz ist, wenn man schnell fährt. Parallel Slide ist mehr so ein stylisches Ding, so aus dem Freeskate. Wizard Skating. Ne? Den könnt ihr prima einbauen in irgendwelche Tricks, die ihr im Flat macht. Sieht ziemlich cool aus. Wenn ihr ihn oft genug geübt habt, sicherlich auch eine gute Art zu bremsen. Ich bevorzuge den Magic Slide oder eben Power Slide. Jo, okay, schauen wir uns erstmal den Power Stop an. Der Power Stop ist im Grunde auch wieder ein Power Slide, nur dass ihr den ohne Vorbereitung eines 180s fahrt. Also ihr fahrt meinetwegen in der Position, wieder das gleiche wie beim Soul Slide eigentlich, und verlagert euer Gewicht auf das innere Bein. Ihr wollt eine Kurve fahren, die nach rechts geht. Und dann fangt ihr an und ihr könnt erstmal versuchen, mit dem T-Stop vorzusliden, dass ihr praktisch euren Fuß hinterher zieht. Und wenn ihr schnell genug seid und dann ein bisschen die Hüfte rüber verlagert, geht der Fuß nach außen. Wie beim Soul Slide. Also wenn ihr die Kurve eindreht, geht der Fuß nach außen. Und dann habt ihr im Grunde nichts weiter zu tun, als euren Oberkörper, wieder das Dreieck, rumzudrehen, den Fuß nachzuziehen und hier Druck drauf zu geben. Ich zeige es nochmal. Ihr fahrt, dreht euch, zack, und drückt. Also fahren, eindrehen, umdrehen und zack. Im Prinzip ein Powerslide. Also der Powerslide, ja gesprungen so, braucht ihr nicht machen. Wenn ihr wendige Rollen habt, 80 mm, gewisse Härte, der Fuß dreht sich automatisch mit. Dreht euren Oberkörper. Fokussiert euch auf den Boden, dreht euren Oberkörper und guckt nach da. Und dann drücken. Das ist der Power Stop. Ziemlich easy, kann man gut machen, weil man nicht in die Verlegenheit kommt, auf dem inneren Fuß auf der Außenkante zu sliden. Beim Parallel Slide ist es ein bisschen anders. Der Oberkörper wird nicht so weit gedreht, sondern der Oberkörper dreht sich im Prinzip nur bis nach da. Also wie beim Magic Slide, Fahrtrichtung nach da, so, Parallel Slide, so. Ihr müsst im Prinzip euren Körperschwerpunkt in die Mitte bringen, zwischen beide Knie und beide Füße mit einem Winkel, würde ich sagen, von 45 Grad anstellen. Und das erreicht ihr eben am besten, indem ihr immer wieder enge Kurven fahrt und euch austestet, wie ihr hier auf dieser Seite oder eben auf dieser Seite am besten sliden könnt. Und das geht am besten, wenn ihr Kurven fahrt. Wichtig beim Parallel Slide wäre noch, dass ihr nicht wie beim Shifty oder Royal, also ein Grind, das mit Aggressive Skaten, zu tief steht. Steht ihr beim Parallel Slide zu tief, wird es euch zwangsläufig nach hinten hauen oder nach vorne hauen, wenn irgendwo ein Steinchen liegt. Versucht beim Sliden immer eine aufrechte Körperposition zu wahren. Und versucht euer Gleichgewicht mit den Armen auszubalancieren. Ich persönlich mache beim Parallel Slide immer die Arme so nach außen, das hat sich jetzt so eingebürgert. Ich bin auch kein Profi im Parallel Slide oder Hockey Stop, weil ich ihn einfach viel zu selten verwende. Ich glaube aber, wenn man ihn oft genug geübt hat und der dann sitzt, dann ist das eine richtig coole Sache. Fahrt immer schöne, enge Kurven, bis ihr merkt, oh, der Außenfuß fängt an zu sliden. Und dann versucht, wie gesagt, den Innenfuß auf der Außenkante auch reinzudrehen, mit spitzer zu drehen. Und irgendwann merkt ihr, ihr rutscht. Ihr fangt zwangsläufig an zu rutschen, wenn ihr enge Kurven fahrt. Ja, und dann geht es eigentlich nur noch ums Gleichgewicht. Wie ich am Anfang bereits gesagt habe, Parallel Slide hat einen sehr, sehr kleinen Sweet Spot. Also es sind wirklich nur so ein paar Zentimeter, was Körperhaltung und Schienenhaltung anbelangt. Also wenn eure Frame zu steil steht, rutscht ihr weg. Beziehungsweise wenn eure Frame zu steil steht, dann fallt ihr nach vorne. Und steht sie zu niedrig, dann rutscht ihr weg. Ihr müsst es einfach üben und viel Kraft auf die Oberschenkel beim Parallel Slide. Die Hüfte ist eigentlich sehr statisch beim Parallel Slide, also ihr steht bombenfest. Ihr könnt auch anfangen zu üben, indem ihr einfach mal im Stand versucht, diese Bewegung so zu machen.
So. Im Stehen immer vorbereiten und dann merkt ihr schon, oh, meine Kurven, die kann ich ziemlich eng fahren. Das wird richtig gut. Der Parallel Slide ist so ziemlich auch der einzige Slide, wo ich empfehlen würde, nicht auf nasse Untergründe zu gehen oder wachst euch die Untergründe nicht. Der Parallel Slide, der ist so ein bisschen unberechenbar. Also wenn es feucht ist auf der Straße oder wenn ihr gewachst habt, euch haut es da einfach raus. Ihr braucht schon noch ein bisschen Traktion und Kontrolle. So Leute, das war's. Wenn ihr noch andere Tutorials sehen wollt, ich habe da einen ziemlich coolen Typen entdeckt. Rollerboarding, verlinke ich euch unten. Die Tutorials sind in Englisch, aber der Mann hat es drauf. Absolutely underrated. Wäre schön, wenn ihr dem ein Abo da lasst oder mal einen Daumen hoch macht. Wie gesagt, für die deutschen Tutorials, ich versuche mal noch ein bisschen was zu machen. Wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Würde mich freuen. Natürlich auch, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe oder was vergessen habt, dann immer her mit der Kritik. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.